Heute startet das Team of the Year. Letztes Jahr sind die Metakarten danach geflogen und in diesem Video gibt's High Budget und Low Budget Trading Tipps, sodass jeder mit mir Coins machen kann. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video checken wir die High Budget und auch die Low Budget Trading Tipps, dass jeder hier mitmachen kann. Und wir fangen an mit den High Budget Tipps und wir gucken mal auf letztes Jahr. Bei beiden Methoden gucken wir auf letztes Jahr und checkt mal aus, wie krass Metakarten gestiegen sind. Rule Breakers Quadrao, 100k auf der Playstation nach oben. Freeze, Alter. Freeze Dembele, 200k auf der Xbox nach oben. Und auch Icons sind sehr, sehr stark gestiegen. Zum Beispiel hier Butra plus 200k auf dem PC. Und das hat zwei Gründe. Grund Nummer 1, alle Leute haben natürlich Packs gespart, bekommen sehr, sehr viele Coins, haben ihre Teams vorher verkauft und wollen jetzt spielen. Und Grund Nummer 2, diese Spezialkarten sind aktuell nicht in den Packs, sind nicht zu ziehen. Das heißt, das Angebot ist kleiner als die Nachfrage und deswegen steigen sie und deswegen kaufen wir zusammen ein. Du hast noch zwei Einkaufszeitpunkte, nämlich einmal jetzt direkt heute im Laufe des Nachmittags, im Laufe des Abends, wenn es Panik auf dem Markt gibt und immer wieder einzelne Deals sind. Ich erkläre dir gleich, wie du die Preise findest. Ich zeige dir Karten zum einfachen Nachkaufen. Und der zweite Einkaufszeitpunkt, der ist am Sonntag, wenn Leute mit der Weekend League fertig sind, wenn das Heroes Pack kommt. Am Sonntag kommt das Heroes Spielerwahl SBC. Dann werden auch viele Preise sinken und dann ist der zweite Einkaufszeitpunkt. Das heißt, du hast das ganze Wochenende Zeit, um hier mitzumachen. Wir fangen an mit der ersten Karte und das ist Thomas Delay. Und zwar ist das natürlich fantastisch. Eigentlich der beste Französische, der beste Linksverteidiger der Ligue 1. Er ist unglaublich schnell, hat diese ganzen Links und ihn wollen wir am besten sofort mit einem Shadow einkaufen. Mit einem Anchor geht auch, Anchor oder Shadow. Alter, Cheddar, ich habe auch zu viel Käse gegessen in letzter Zeit. Wirklich, ich liebe Cheddar, Alter, super lecker, so Burger oder Subway. Um die Preise zu finden, suche ich am Sonntag und heute am Freitag nach Panik, nach guten Snipes und vor allen Dingen auch sehr, sehr guten Geboten. Und dazu checke ich diese Market Sales History hier aus. Da kannst du auf Footbin draufklicken und dann siehst du die Verkäufe der letzten Zeit und dann gucke ich mal, was sind so die niedrigsten Preise. Aha, Delane, der ging zum Beispiel für 124k auf der Playstation weg, funktioniert auch auf der Xbox, auf dem PC. Das heißt, ich weiß, wenn ich so 124k vielleicht minus 10% nehme, 124k war jetzt zum Beispiel der Preis, den ich hier am Donnerstag aufgenommen habe. Dann weiß ich, minus diese 10%, er wird die nächste Zeit steigen, werde ich ohne neue Preview-Packs oder überkranken EA-Content auf jeden Fall einen guten Profit machen. Das heißt, ich habe ihn so für 115k, 114k diese Woche eingekauft und habe ihn direkt draufgestellt, denn das ist die erste Möglichkeit. Ich habe ihn einfach direkt teurer draufgestellt. Er war den ganzen Tag so bei 125k, ging auch mal auf über 130. Ich hatte ihn für 129 drin, habe den Profit mitgenommen. Oder als zweites, wenn du am Sonntag einkaufst, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Halte diese Karten und verkauf die dann am Donnerstag nach den Weekend League Rewards. Dann werden diese Karten nochmal teurer sein. In diesem Video gibt es noch die Low Budget Trading Tipps und mehr Karten für diese erste Trading Methode. Und auf meinem Trading Discord, Patreon Discord, erster Link in der Videobeschreibung, da gibt es noch mehr solcher Trading- und Investment-Tipps zusätzlich zu YouTube. Ihr wisst, im Moment habe ich sehr, sehr viel mit der Family zu tun und auch mit der Arbeit. Und deswegen kommen nicht ganz so oft diese Videos im Moment. Aber jedes Video, das kommt, ist natürlich ein Banger, Alter. Auf dem Patreon Discord, da kann ich jeden Tag einen Trading-Tipp und Investments raushauen. Da kommt jeden Tag richtig viel Futter, um Coins zu machen. Denn natürlich kann ich das schneller posten als ein Video machen und so. Ihr versteht's. Erster Link in der Videobeschreibung und weitere Karten für diese erste Trading-Methode aus dem Video sind weitere Winter-Wildcards, wie zum Beispiel Guendouzi. Vielleicht können wir den ein bisschen günstiger bekommen. Durch den Paketa-Link würde ich da auch auf ein paar Panikverkäufe achten am Wochenende oder heute am Freitag. Dann auf jeden Fall Mendy, einer der besten Torhüter der Premier League. Premier League bekommt auch Diaz, ein Innenverteidiger zum Beispiel im Team of the Year. Wir haben natürlich Vinny. Vinny kannst du eigentlich jede Karte nehmen. Inform, Team of the Group Stage, alles möglich. Maignan, einer der besten Torhüter aus der Serie A, auch erst ein bisschen gesunken durch Handanovic, also eine schöne Chance für uns, ihn einzukaufen. Er bietet einfach die besseren Links als Handanovic. Theo Second in Form, auch ihn finde ich sehr, sehr gut. Denk mal nach, alle bekommen am Freitag Coins, es sind aber nicht alle zu ziehen. Das heißt, die Leute brauchen Verteidiger, können die einkaufen und wir checken bei ihm auch nochmal auf der Xbox, wie du die Preise findest. Auch hier checke ich die Market Sales History aus und sehe dann 180k, 170k. So um den Dreh war ja tatsächlich zu bekommen am Donnerstagabend und auch da waren die Preise ja relativ hoch. Das heißt, am Freitagnachmittag
am Sonntag, egal wann du das Video schaust. Guck auch hier 10% darunter zu bleiben, auch dann kannst du sehr, sehr gut einkaufen. Ich habe gerade schon Winnie angesprochen, super beliebt, deswegen funktioniert das mit ihm auch immer sehr, sehr gut. Und auch bei ihm, bei allen Karten aus dem Video gilt, du kannst die sehr, sehr gut über Sofortkaufpreis bekommen. Noch besser kannst du die aber einkaufen, indem du auf Gebote gehst, denn dort kannst du oft sehr, sehr viele Leute unterbieten. Trading-Tipp Nummer 2 in diesem Video und das sind die Low-Budget-Tipps und da geht es um die Gold Rares. Und natürlich haben wir unglaublich viele Premier League-Spieler im Team of the Year und unglaublich viele Ligue 1 Spieler. Deswegen sind diese Karten aktuell auch schon so teuer. Schaut mal hier, letztes Jahr Bamba als perfektes Beispiel, auch der war die Ligue 1 sehr beliebt. Der erste Strich, da sind wir jetzt im Hype. Was machst du im Hype? Verkaufen, auf keinen Fall einkaufen. Nächstes, Freitag, Samstag, Sonntag. Viele Packs werden geöffnet, zu viel Angebot, es kommen vielleicht noch gar nicht so viele SBCs und auch noch nicht die Upgrade-SBCs, wo die gebraucht werden. Einkaufen. Am besten über Massengebote, so nah wie möglich am Abschlusspreis. Und Zeitpunkt Nummer 3, wenn dann die SBCs laufen, dann verkaufst du die mit Profit. Wie schon gesagt, auf jeden Fall Premier League und Ligue 1, finde ich, sind die besten Ligen, weil sie die meisten Spieler im Team of the Year haben. Und was du natürlich machen kannst, ist, dass du die Karten verkaufst, wenn die SBC rauskommt, selber nutzt oder eben auch im Hype verkaufst. Du siehst ja jetzt, wie krass teuer diese ganzen Karten sind, obwohl es noch vor dem Team of the Year ist. Das heißt, im Hype zu verkaufen, wenn du die für 700, 750 einkaufst und dann ein paar Tage später für 1,3 oder so verkaufen kannst, dann ist es eine Fleißarbeit, aber eine richtig schöne Möglichkeit, um nochmal On-Top-Coins zu machen. Bonustipp in diesem Video, wir bekommen Verde. Das ist dieser Typ hier von Venedig. Alter, Venedig, eine schöne Stadt, schön romantisch, da kann ich nur sagen. Keine Ahnung, warum ich das erzählt habe. Also, Bonustipp, dieser Verde bekommt eine Objectives Card und deswegen rechter Flügel, Serie A, Italien. Es wird bestimmt ein Ziel sein, vielleicht mit Angreifern, da ist der Verde, den ich meinte, mit Angreifern oder so kommen. Letztes Mal brauchte man ja auch keine Schweizer aus der Bundesliga bei Zakaria, sondern irgendwas mit ZDMs oder so. Nichtsdestotrotz, wenn du danach wenn du gleichzeitig noch auf Italien und Serie A gehst, dann kannst du halt solche Karten zum Abschlusspreis erbieten, wie den Kieser. Ich würde wirklich versuchen, 83er Kieser wird kein Abschlusspreis sein, schon klar. Aber wenn du den am Freitag so sehr, sehr günstig bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht am Montag, Dienstag steigt. Da würde ich nicht übertrieben rein investieren, aber es ist nochmal eine gute Möglichkeit, wenn der richtig krass gesunken ist. Und wenn diese Verde-Karte gut aussieht, dann werden ab Montag viele diese Objectives machen. Wenn du jetzt zum Team of the Year ein Team bauen willst, check das mal aus. Könnte mir vorstellen, dass sogar günstiger als die 250k jetzt. Abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.